Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir noch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren, was über die Organisation BLADE erfahren. Warum sage ich so oft erfahren? Keine Ahnung. Aber jetzt bleibt noch ein Punkt übrig, die Registrierung. Ich würde sagen, Registrierung, nun gut, machen wir mal. Kann ja nichts schief gehen. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Handlungsmission, Kapitel 1. Lasse dir von Lynn und Elma den Verwaltungsbezirk zeigen und bringen mehr über BLADE in Erfahrung. Belohnung, ein bisschen XP, ein bisschen Geld. Klingt auch gut. Das hier ist Missionsübersicht. Hier das, was man bekommt und allgemeine Informationen und das, was man tun muss. Verlass das BLADE-Quartier. Klingt einfach und wir kriegen Geld, also machen wir mal. Reisepunkt entdeckt, BLADE-Quartier. Und ja. Region entdeckt, BLADE-Quartier. Seltsam, dass wir jetzt den Reisepunkt entdecken und dann die Region. Aber egal. Das hier. Ah, Nagi. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Epic. Ah, ich freue mich, den jetzt da zu haben. Weil da zu haben ist nicht das richtige Wort. Es ist nur ein NPC, der da ist, aber ein verdammt cooler NPC. Raus. Und wieder Ladebalken. Ah. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really want her to join BLADE. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a BLADE would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that Skell. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Ja. Skell nie gehört. Finde heraus, was das ist. Starre sehnsüchtig den Skell nach. Bewundern. Er klingt doch gut. Das Teil ist super. Ich will es haben. Jetzt. Wo kann ich es kaufen? Now this girl gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, the bipedal and vehicular transformations. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? Yeah, you know what I'm talking about. Actually, I don't normally show this to people, but I've been working on some Skell-Fanfiction. Hold on, I'll just pull it up here 1 sec. Lynn? Oh, right. Sorry. Originally, Skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. Das glaube ich. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without Skell technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Mach das. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. Warum? And even Ich will es then, haben. you need a license. Wo kann ich die machen? These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. Ja, genau And deswegen. a precious resource. We only have so many of them to go around. Egal. Ich will eins. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one.
Ja, wo kann ich mich einschreiben? I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. Warum They nicht? choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. Oh. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of recht. work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Ja, herber Rückschlag. Wir können nicht sofort einen Skell bekommen. Ja, schade. Ich will da so einen Skell haben. Jetzt. Reisepunkt entdeckt. Blade-Sammelpunkt. Das ist jetzt wohl das Missionsterminal, das wir suchen. Rein da. Noch eine Cutscene. Wunderbar. So this is mission control. Und während mancher Cutscenes kann man den hier machen. So blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. Okay. It's like our second Merke ich mir. home. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Ja, das hat sie, Lynn. Blitzmerker. Hey, Aber ich sollte nicht so fies sein. Lynn ist super. Lynn kann man nur mögen. Aber ja, jetzt müssen wir woanders hin und was erwartet uns da? Richtig. Eine Cutscene. Und, kurze The Information. Blade Scout Console. Man merkt schon, ich rede wegen den Zwischensequenzen ein bisschen mehr und ich kann nicht denken. Get tougher. Während den Zwischensequenzen ein If bisschen you do mehr. end up joining us, you'll Das quickly erkläre ich gleich, realize warum ich das just how mache. important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Ja! Hang Verdammt, on, ja. Lynn. Take it easy, would you? Warum? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Ja, während ich es gerade während der Cutscene schon mal angesprochen habe. Ich habe ja in den ersten Part gesagt, dass ich während den Cutscenes die Klappe halten werde. Ja, ich habe es mir nochmal überlegt. Ich werde das für die wichtigen tun, aber sonst werden die Cutscenes einfach ein bisschen zu leer und es fehlt einfach irgendwas, wenn ich nicht die ganze Zeit laber. Außerdem wird mir dann selber langweilig. Also, Cutscene. So Den this 100. street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. Okay, True enough. merke ich And that mir. goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for Skell equipment as well. Ich habe noch nicht mal einen You can Skell, even buy Elma. whole Skells. Can you imagine owning your own Skell? Streut noch ruhig Salz in die Wunde. Huh? Oh, right, the tour. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Der Turm. Ja, diesen Turm
den man kaum verfehlen kann, haben wir ja eben schon gesehen. Und als nächstes sollen wir uns den ansehen. Deswegen, ja, da ist die Zentrale drin und die Zentrale sollte man kennen. Na komm schon, spring in den LKW hier hoch. Ich will über den LKW dahin gehen. Yep. Ne. Ach, egal. Dann gehen wir halt außen rum. Ist ja auch machbar. So. Und nächste Cutscene. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chassan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? Ja. You can't wait to join Blade, right? Ja. Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Das Now ist that you've seen sehr where and how we work, hilfreich, hopefully it Elma. made a good impression, but your decision will be just that, your decision. Dem bin ich mir sehr wohl bewusst, aber In any wenn ich case, doch... let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Ja, das tut... Handlungsmission abgeschlossen. Und so einfach geht Kapitel 1. Existierende Speicherdaten überschreiben? Ja. Ich will nicht, dass mir dasselbe passiert wie bei Zelda Twilight Princess, dass irgendwie die Speicherdaten verschluckt werden und ich dann einen Teil nochmal spielen darf. Ja, zum Glück war das nicht im LP, aber war ja auch ein bisschen nervig. Durfte ich dann nochmal eine Stunde spielen und dann wieder alles durchrushen, weil Speicherfunktionen nun mal manchmal nerven. Aber ja, das war eine umfangreiche Besichtigungstour. Lynn war hier Miss Teleshopping. Ja, komm mal, stell dich mal vor. Ja, Miss Teleshopping. Und Elma, du warst ein bisschen zu negativ. Aber sonst ist das Team ganz in Ordnung. Ich denke, ich kaufe es. Oder ich trete bei. Oder sowas. Was rede ich schon wieder? Daran merkt man, dass man von Tutorials leicht genervt ist. Wenn man anfängt, zum Bullshit zu reden. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Ja, können ihr. Sie nage in die Augen und nicke entschlossen. Zucke den Schultern und schüttle den Kopf. Was? Nein, wir machen mit. Sofort. I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Elma, she can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Ja. Ja, Lynn. Cool Kids Club. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet.
Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Okay. Go Ist ja there, nicht so weit weg. install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the east gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Elma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe! Dam, dam. Ja, Handlungsmission Kapitel 2. Das ging ja schnell. Installiere die Datensonde am Frontiernav Knotenpunkt und beende dein Training. Kriegen wir wieder ein bisschen XP, wieder ein bisschen Geld und sogar ein paar Items diesmal. Fördersonde und Forschungssonde. G1 jeweils. Begib dich zu dem ausgewiesenen Punkt in der Osttorsteppe. Klingt nicht allzu schwierig. Können wir mal machen. Kapitel 2. Neues Land. Ja. Oh, endlich habe ich den ganzen Cutscene-Müll hinter mir gelassen. Und es kann losgehen. Ich wäre fast schon verrückt geworden. Was man, glaube ich, auch daran merkt, wie ich spreche. Entschuldigung nochmal. Ich kann es nur nicht leiden, wenn ich zu wenig machen kann. Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? Brauche dafür, dass Elma und du dafür verantwortlich seid. Spekuliere, dass Irina und Gwyn dafür verantwortlich sein können. Ja, wir haben was am Tor gemacht, aber das war das Westtor. Das ist das Osttor. Und Irina und Gwyn hatten was zu tun, wie wir im letzten Part von einem NPC erfahren haben. Also, ich denke, dass das die beiden waren. Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does she know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour probe baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the east gate, shall we? Subtil. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Tipps von Eleonora. Die Karte, hier spricht die Eleonora. Ich möchte daran erinnern, dass die Karte jetzt für dich freigeschaltet ist. Bla bla bla. Ja, ich habe jetzt eine Karte auf dem Gamepad. Die könnt ihr aber leider nicht sehen, weil ich mit meinem momentanen Aufnahmegerät leider nur den Fernseher aufnehmen kann. Das bedeutet, Gamepad geht leider nicht. Sorry dafür. Aber ja, ich würde sagen, es dauert hier. Es hat heute wieder ein bisschen lang gedauert, was an den 10.000 Cutscenes liegt, aber dafür kann ich ja nichts und deswegen würde ich sagen, das, was ich euch sowieso noch zeigen wollte, womit ich ja bis jetzt warten wollte, zeige ich euch jetzt noch und danach beende ich für heute. Nämlich, wir haben ja kurz bevor wir in NLA angekommen sind, Rang 10 erreicht und was können wir jetzt damit machen? Ich gehe mal auf Klassen und
ja, wenn man Rang 10 erreicht hat, dann kann man sich eine neue Klasse aussuchen, wo man rein will. Ich habe lange überlebt, welche Klasse ich denn nehmen will. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber dann wollen wir uns das nochmal anschauen. Okay. Das hier ist das Klassendiagramm, wie schon gesagt. Und ich kann mir jetzt eine Klasse der ersten Stufe aussuchen. Novize ist die Standardklasse, die jeder hat. Verwendet Sturmgewehre und Messer, ist rechts zu sehen. Talentfassung 5. Und die Techniken, die man freistellt, stehen da unten. Kann man hier so durchscrollen. Ja. Dann haben wir hier Gardist. Das kann man weitermachen zum Elite-Duellanten. Sturmgewehre, Langschwerter. Ziemlich overpowerte Klasse, wenn man sie richtig verwenden kann. Aber ich habe da in meinem zweiten Playthrough schon damit gespielt und ich würde sagen, deswegen überspringe ich das jetzt mal. Bollwerk, ja, das ist die Weiterentwicklung von Protector, was Lin ist. Für die Verteidigung zuständig und der Tank, der geht meistens ziemlich schnell down. Und ich möchte nicht oft sterben, deswegen würde ich sagen, nein. Titanjaguar, Elmas Klasse und Zwillingspistolen, Kurzschwerter und vor allem die Technik Geistergestalt oder auch Ghostwalker ist broken as fuck. Ja, damit lässt sich eine sehr populäre Technik vollziehen. Ich werde, dazu sage ich später was. Aber nein, für den Anfang nicht. Meteor-Harpie habe ich lang überlegt, ob ich die nicht wählen soll. Habe ich noch nie gespielt. Präzisionsgewehre und Speere. Ja, klingt ganz interessant. Aber irgendwie konnte ich mit dieser Klasse nie ganz warm werden. Ich habe es versucht, aber ich konnte es einfach nicht. Mentor habe ich bei meinem ersten Playthrough gespielt. Auch ziemlich gefährlich, wenn man es in den richtigen Händen hat. Das ist der Healer und der Debuffer. Pathogenstrahl bewirkt Virus, schwarzer Falter, Ätherresistenz minus. Ja, aber nein, ich habe es schon mal gespielt und das möchte ich eigentlich vermeiden. Bleibt nur noch, ja, dann bleibt mir quasi nur noch die Wahl zwischen Titanjaguar, Meteor-Harpie und Heliopaladin. Disruptoren und Photonenklingen. Da müsste ich erstmal über Repressor gehen und das habe ich schon mal gespielt. Aber ich habe alles schon mal gespielt. Das ist schwierig. Aber, naja. Ektoinduktor, den habe ich noch nie gehabt. Soll ich einfach mal probieren? Ich kann ja immer wieder reclassen, wenn ich will. Techniken sehen auch ganz solide aus, die man hier bekommt. Alternative Dann schaue ich mal. Anspruchsvolle Klasse für Profis, die ihrem Team aus der Ferne Rückendeckung geben wollen. Also Fernkämpferklasse. Erhöht Potenzial und Fernkampfstärke und bietet zahlreiche Fernkampftechniken. Ja, sieht man auch hier ziemlich viele gelbe Techniken, ziemlich viel Fernkampf drin. Ektoinduktor. Alternative Spezialisierung für Repressoren, die in Nah- und Fernkampf gleichermaßen glänzen wollen. Bietet neue Standardwaffen und erhöht die Stärke in Nah- und Fernkampf. Disruptoren und Photonenklingen. Ich habe nie damit gespielt, aber ich würde sagen... Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Reclassen wir zum Repressor und tschüss, Blaze Grenade. Tschüss, Sword Hammer. Hallo. Hallo, Beam Barrage. Hallo. Nein, mehr Klassen haben wir eigentlich noch nicht. Ich würde sagen... Oh. Nein, ich will die Technik schon noch gerne reinnehmen, aber mal trainieren. Ja, wir haben jetzt Reclass gemacht und ja, falsche Reiter und ein bisschen neue Ausrüstung bekommen. Wir haben jetzt eine Rekrutenkanone und unser alten Zeug können wir nicht mehr benutzen. Schade. Das Messer können wir aber immer noch benutzen. Unser Messi wird uns so schnell nicht verlassen. Und haben jetzt eine fette Kanone auf dem Rücken, mit dem wir ein bisschen abgehen können. Oder ein Messer, aber hey, wir haben eine dicke Kanone. Aber ich würde sagen, ich überziehe mal wieder maßlos. Den Reclass habe ich jetzt noch gezeigt, aber den Rest, was wir draußen alles erleben werden, das finden wir erst nächstes Mal raus. Ciao!